Basti. So. Wir starten gleich mit ein bisschen Beifang mit der Optimus. Moin, ihr Landratten. Moin. Ich mache mal das Bild etwas größer, dann können wir uns auch einmal zeigen. Hallo, ihr Lieben. Hallöchen. Da sind wir wieder, Hamburg Hafen Live. Und ja, ihr seht das, ich wage mich schon ohne Mütze raus. Bei Tanja ist es noch nicht so weit. Ich habe diese Mütze auch im Sommer auf, sei sicher. Und wir haben uns heute gedacht, stellen wir uns mal wieder aufs Dach vom Cruise Gate. Einfach mal wieder ja, so ein bisschen in die Menge rein, also wo ein bisschen Leben ist. Vielleicht ist ja nachher auch die AIDA Party Gang unterwegs. Wir haben schon Besuch hier auch, das ist ja auch mal wieder was ganz Neues. Weil wir haben ja gesagt, wir wollen uns nicht immer auf Deck 7 verkrümeln. Ist natürlich verlockend, weil das natürlich dann da auch so schön bequem ist. Aber hier draußen ist natürlich auch super schön. Aber weißt du, was krass ist? Hast du mal so ein bisschen heute in unseren 24/7-Stream geguckt? Ab und zu immer mal, ja. Da, als wir da im Schnee standen mit der Flatterfolie. Oh, das ist sowieso so krass, was da teilweise an ollen das Kamellen war rauskommt. kalt, ne? Das ist echt abgefahren. Aber meinst du, vielleicht reden wir uns auch um Kopf und Kragen noch in den alten Streams? Ich weiß ja nicht, ne? Ach, du. Ich habe das ja mal ohne Ton nebenbei laufen. Also weißt du auch nicht, was du da für ein Seemannsgarn quasselst? Nee, nein. Ich glaube, wenn ich dann so am Rechner sitze und mich dann nebenbei die ganze Zeit selber erzählen hören würde, das wäre mir, glaube ich, das geht dir selber auf den Geist, ne? Das geht mir selber auf den Geist, ja. Jetzt Ja, weißt du das mal, wie die stimmt. Zuschauer sich fühlen. Ja, ein LNG-Tanker ist das hier, die Optimus. Und wir warten natürlich auf das Ablegen der AIDA Nova, wie ja quasi jeden Samstag. Wöchentlich grüßt das Murmeltier. Wir sind heute mal ein bisschen eher gestartet, weil ja, wir auch noch ein bisschen Sonne haben. Ich drehe gleich mal die Kamera rüber. Ich muss jetzt mal mich ein bisschen auf die Kamera konzentrieren. Und wir wollten einfach das schöne Licht noch mitnehmen. Sonnenuntergang ist um 17:45 Uhr. Und im Idealfall geht heute die AIDA Nova mal nicht raus, wenn es stockduster ist, sondern vielleicht ist das der erste Abend jetzt, wo wir ein bisschen Restlicht haben. Wenn sie nicht Verspätung hat. Wenn sie sich an ihren Zeitplan hält. So, jetzt kann ich mich ein bisschen auf die Kamera konzentrieren. Und da sie das ja offenbar nicht macht, kannst du auch Pech haben heute mit deiner Planung. Man kann es immer haben. Man kann es immer haben. Matthias schreibt, coole Frise. Ja, beim Friseur war ich auch. Und die Haare sind mal nicht platt gedrückt von der Mütze. Von der Mütze. Ja. Ja, eigentlich würdest du jetzt gar nicht hier stehen, ne? Wieso? Ja, weil du eigentlich gar nicht hier wärst. Ach, stimmt, ja, ja. Ach, ich habe wieder das Flackern. Ich glaube, ich weiß aber langsam, woran das liegt. Oder? Oder doch nicht? Geht mir langsam auf den Keks, dass hier immer ein Flackern auf der einen Kamera ist. Aber gut, ich hoffe, es ist nicht allzu störend. Ich bin wirklich am Basteln und am Machen und am Tun und finde es nicht so richtig raus, wo das Problem ist. Es liegt nicht an der Kamera, weil es sogar bei 2 Kameras ist. Es liegt nicht am Port vom Bildmischer. Ich habe schon 2 Ports ausprobiert. Es liegt nicht am Kabel. Ich habe schon unterschiedliche Kabel ausprobiert. Also ja, naja, gucken wir mal. Ich habe ja auch eine Brille mit, da kann ich viel Finden wir besser das gucken. auch raus, So. woran das liegt. Ist ja schon wieder einiges los hier an Landratten bei uns, ne? Ja, richtig was los. Jo. Schön, dass ihr dabei seid bei Ja, unserem vielen Dank. wöchentlichen Ritual. Hier auf YouTube und bei Twitch. Ich kann das ja schon fast als Tradition bezeichnen. So, jetzt ziehe ich die Kamera mal etwas auf und dann seht ihr auch, warum wir jetzt schon gestartet sind. Es sieht auch so aus, als ob die Sonne gleich dahinter die Wolken geht. Aber dann haben wir zumindest hier noch so 5 Minuten ein bisschen Sonnenuntergangsstimmung. Du kriegst auch schon hier Zuschüsse für Sonnencreme und sowas. Oh ja, oh ja. Es war sowieso eine heiße Woche. Eine heiße Woche. Ja, aber jetzt ist es wirklich warm. Also was hatten wir heute? 13, 14 Grad tagsüber. Ja. Und jetzt sind es auch noch über 10 Grad. Also das ist schon echt ein ganz anderer Schnack als die ca. 0 Grad, die wir Anfang der Woche hatten. Guck mal, Kranke im
Hospital haben wir auch schon wieder. Sagen wir doch schon mal gute Ja, Besserung. gute Besserung. Ja, hatten wir eben abgebrochen. Also wäre ja eigentlich jetzt dieses Wochenende in Istanbul gewesen. Aber der Grund hat es sogar in die Bild-Zeitung geschafft. Schneechaos in Istanbul. Flug gecancelt. Einen Tag eher. Wären wir einen Tag eher geflogen, dann wären wir da gewesen und hätten wahrscheinlich sensationelle Aufnahmen gehabt. Istanbul im Schnee, das ist auch nicht alltäglich. Aber tja, Donnerstag wollten wir fliegen und es ist leider voll in die Hose gegangen. Und Robert fragt, ob das mit der Kamera geklappt hat, mit der Kamera schmeißen für Rainer. Ach so, Rainer, ein Objektiv hat er ja bekommen. Objektiv hat er bekommen, keine Kamera. Ja, das hat alles wunderbar geklappt. Rainer ist, glaube ich, glücklich mit seinem neuen Objektiv. Und da kommt noch was aus dem Kühlbrand. Guck mal, und ich lese doch hier, dass meine ganzen Bestellungen wieder angekommen sind. Ja, ich habe auch echt richtig viel zu tun gehabt. Ja, das ist, Tanja war echt am Rotieren im Shop. Und bald geht das schon wieder weiter. Wir haben neues Merch. Das müssen wir nachher mal rausholen. Annette Wasner ist da. 2 € für Sonnencreme. Ja. Ach, so ein Stream, wo man mal ein bisschen rumalbert. Und das setzt sich dann gleich ins kollektive Chatgedächtnis. Aber muss ja auch mal sein. Stephana 1678, danke dir für 2 Monate. Vielen Dank. Auf Twitch mit deinem Prime-Sub. Und da Chris schickt 2 € Superchat und er schreibt, er steht unter Deck 7. Ja, Chris. Ja, und wir stehen auf Deck 7, aber ein bisschen weiter rechts. Ein bisschen weiter rechts. Beim Cruise Gate, auf dem Dach. Genau, also wenn du noch vorbeikommen willst, man läuft hier eigentlich nur 5 Minuten rüber. Und zu früh wird die Nova bestimmt nicht rausgehen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Kräuterhexe schreibt, Rainer ist absolut überwältigt und verliebt in Kamera und Objektiv. Es ist doch schön, wenn man den Jungen damit glücklich machen kann, oder? Auf jeden Fall. Aktuell ist Flut, auflaufendes Wasser, aber die kommt noch. Wir sind erst bei 91 cm Wasserstand. JP auf Tour fragt, kommt man da einfach so rauf? Ja, hier ist eine Treppe hoch, also ist öffentlich. Also überhaupt kein Thema. Hier laufen auch einige Leute rum. Wir hatten auch vor einigen Monaten mal einen Stream hier. Da war dann eine Hochzeit hier oben. Irgendwas, ja, irgendwie orientalisch oder so. Nee, das war ein Heiratsantrag. Ach so, aber irgendwie Iraner oder so waren das, ne? Genau. Und... Nee, Rumänen waren das. Ach, Rumänen, stimmt. Genau, und die haben ja alles vorbereitet oben und sie wusste das ja nicht. Er hat sie ja dann hier raufgelockt und die waren hier, glaube ich, echt mit 30 Leuten, haben ja schon gefeiert, bevor der Hochzeits- oder der Heiratsantrag überhaupt stattgefunden hat. Mit Feuerwerk, mit Musik, mit allem drum und dran. Also da war richtig Attacke. Aber es war lustig. Ja. Also das kann halt sein, dass es hier dann auch ein bisschen mehr Unruhe gibt als auf Deck 7. Aber ich finde, es gehört beides dazu. Also ich mag auch beides. Ich mag das, wenn Action und Party ist und dann mag ich das aber auch, wenn das ein bisschen ruhig ist. Mir hat ja auch diese Woche der Rush Hour Stream sehr gut gefallen. Der war sehr schön Das ist entspannt. so nach deinem Geschmack, aber wenn da ordentlich was kommt, ne? Ordentlich was los, aber dann da draußen im Rüschpark, wo nichts los ist und dann da einfach stehen und so ein bisschen Schiffchen gucken. Das Vielleicht ist solltest so, du doch noch mal zu den Flugzeugen wechseln, da passiert ja immer so viel. Nein. Du bleibst bei den Schiffen, ne? Da gibt es schon genug bei den Flugzeugen, die das ganz hervorragend machen. Also wenn überhaupt, wäre ich nur Kameramann für einen Planespotter. Du, ich kenne da einen, der wird dich bestimmt gerne engagieren. Technik- und Kameramann wäre ich, aber ohne Moderation. Ich könnte dir da mal einen Kontakt vermitteln. Wer denn? Thomas von Fluggesellschaft. Stehst du ein Meinst du, bisschen auf dem Schlauch, Meinst du, ich ne? darf sein Kameramann sein? Und bei der Technik braucht er ja auch manchmal ein bisschen Hilfe. Da bist du doch sein Mann, oder? Guck mal, da winkt jemand auf der Neuland. Kann das sein, dass das Florian und Vanessa sind? Könnte sein. Florian und Vanessa, wenn ihr das seid, dann tanzt mal euren Namen. Mit Hüpfen und Ratschlag. Mit allem drum und dran. Guck mal, die geben alles. Ja, das sind sie, das sind sie.
Ist das lustig? Wie kann man sich so darüber freuen, dass ein paar Menschen auf einer Fähre winken? Ich finde es sensationell. Herrlich. Ich finde das so schön. Ja, wir haben euch gesehen. Wir haben euch gesehen, ihr beiden. Und das Lustige ist, Florian und Vanessa sind ja auf der gleichen AIDA-Reise, Ja. auf der ich bin. So witzig, echt. Aber ich habe es dir gesagt, es ist echt bestimmt jemand auf diesem Dampfer. Ja, irgendjemand ist da garantiert. Absolut. Petra, danke dir für 2 Monate Dankeschön. auf dem Fischmarkt. Und DB Adberg oder D. Badberg, wie auch immer man dich ausspricht, Oh, Brigitte. ganz lieben Dank für Brigitte, 5 Monate guck bei mal da. Twitch. Man Wo ist hört sie Brigitte? lachen. Da mit dem höre Handy. sie. Da, mit der Handylampe unten an der Tür. Da sind ist Brigitte. Sie. Das geht hier schon los, bevor Das die ist- Nova ablegt. Hallo. Die lachen mich. Tanja haut mir auf den Arm, mit dem ich die Kamera hier halte. So, Der Partydampfer kommt. absolut. Du, ich meine, wir haben hier jetzt eigentlich alles gehabt, ne? Lachen, winken. Eigentlich können wir einpacken, oder? Ja, wir haben noch kein Horn bekommen. Mit Taschenlampe, Das hier Horn mit fehlt Handylampe. Okay. Ja. DJ Sven Kinder, ganz lieben Dank für 5 Euro. Anzahlung für eine Sonnenbrille für die kommenden Streams. Ja, hoffen wir mal, dass ich die brauchen werde. Und dass es nicht wieder zurückgeht auf die Polarausrüstung. Vielen Dank. Marcel, herzlich willkommen an Bord. Dankeschön. Ein neues Speicherstadtmitglied. Thomas Seifert, danke an dich für 16 Monate. Vielen Dank. Schwarzbart Jürgen lässt auch 200 Bits da. Danke, lieber Jürgen. Und ganz lieben Dank, Jürgen, auch für dein Geschenk von der Amazon-Wunschliste. Ich sage jetzt einfach mal, hoffentlich brauchen wir es nicht. Denn das sind Heizsohlen für die Schuhe gewesen. Die sind echt super, die kann ich echt mega gut gebrauchen. Aber du bist mir nicht böse, wenn ich sage, hoffentlich brauchen wir sie nicht mehr. Aber ich glaube, das ist so Ende Februar auch sehr vermessen, das zu hoffen. Da wird noch was kommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Manuela Wassmann lässt auch noch mal 5 Euro da für Kaffee. Herzlichen Dank. Und sie schreibt, der Holzschleppi Dankeschön. hängt im Auto. Da hängt er gut. 500 Bits kommen vom Manu. Moin und danke dir. Schön, dass du auch wieder auf Twitch dabei bist. Dankeschön. Andi, der Sattelschlepper, lässt 2 Euro, nein, Schweizer Franken da. Und er sagt, es ist Samstag, es wird eskalieren. Ja, schauen wir mal, schauen wir mal. Wir lassen das mal ganz langsam angehen. Ich bin ja froh, dass wir ein bisschen Licht haben. And welcome from Washington, Mr. Tony Roberts. 20 Euros as one we can. Hello, Tanja and Paddy. Hallo, Tony. Hello. Nice to have you again on board. Und Detlef S., danke dir für 14 Monate. Sag mal, hast du eigentlich ein Getränk mit? Ja, du hast eine ganze Tasche mit. Ach nee, du hast gar keine Hier ist Tasche im mit. Auto. Ja, ich hatte da ein Getränk. Hast du irgendwie so ein Wässerchen vielleicht? Das habe ich. Ja, also der Sonnenuntergang versetzt uns ein bisschen, aber hey, wir hatten ja diese Woche, das war auch diese Woche, ne? Wir hatten ja 2 richtig sensationelle Sonnenuntergangs-Streams. Ja. Boah, wir hatten ja mega Beluga im Sonnenuntergang. Richtig was für die Fischmarktfreunde. DJ Sven Kinder, auch seit 4 Monaten dabei. Danke dir. Vielen Dank. Bernd schreibt, die 4 Hoodies sind angekommen und passen auch. Bernd, das freut mich. Das ist ja Klasse. mit Klamotten immer so eine Sache. Ne? Das
Ist immer sehr schwer. Ich bin ja ehrlich gesagt nicht so der Klamotten-Online-Käufer. Aber ja, bei diesen Print-on-Demand-Sachen, was willst du machen? Geht halt nicht anders, ne? Du kaufst ja eigentlich gar keine Klamotten. Was? Meistens bringe ich die mit. Ja, das stimmt. Und Sven schreibt, noch 8 Tage, dann winken wir von der Preziosa. Ja, ist ja quasi dann morgen in einer Woche. Ja. Danke für 11 Monate an Demion Arts. Dankeschön. Und der Frank-Film ist auch seit 9 Monaten dabei. Danke, danke, danke. Also einiges an Beifang hier heute, ne? Oh, es geht hier schon wieder so zur Sache im Chat. Das ist ja das Schöne an dem 24-Stunden-Stream. Da ist der Chat ja... Da haben ja einige schon geschrieben, hallo, ist der Chat kaputt? Ja, da ist natürlich wenig los, weil das läuft ja so ein bisschen zur Berieselung im Hintergrund. Fuhlsbüttel meldet sich auch, der Sven. Moin Sven. Dankeschön. 40 €. Sven, danke, danke, danke. Ups, ich wollte doch darüber, da kommt doch noch was. Mensch, die schiffen hier ja schon wieder was durch den Hafen heute, So ein ne? paar Flachbodenschiffe haben Ja. wir. Habe ich dir jetzt das Getränk gegeben? Ja, habe Hast ich. du ja, Dankeschön. Nils ist auch dabei mit 2 €. Nilsi, Dankeschön für eine Kiezmische. Ja, Und die kann man bald auch wieder im Freien kann man. trinken, ne? da geht's bald wieder richtig mit los. Elias, die Aida Nova steht für 18 Uhr drin. Da soll die rausgehen. Und ja, ihr könnt mal ein bisschen die Daumen drücken, dass es auch mit 18 Uhr klappt. Kaya Josephine. John ist seit 7 Monaten dabei. John, ganz lieben Dank. Dankeschön. Und 11,99 gibt es von dem Sachsen-Uwe. Und er schreibt, moin Tanja und Paddy, bin wieder raus aus dem Krankenhaus und kann euch wieder folgen. Hamburg Hafen Live hat mir echt gefehlt. Liebe Grüße auch von der Berlin-Göre. Dann sagen wir mal gute Ja, Besserung. das ist schön. noch. Auf jeden Fall mal gute Besserung. Obwohl ich ja bis heute nicht so ganz verstehe, im Krankenhaus ist doch eigentlich ideal, um Hamburg Hafen Live zu gucken, oder? Eigentlich schon. Wahrscheinlich haben sie ihn in den Keller gelegt, wo kein Empfang war. Ist wahrscheinlich. Damit er zur Ruhe kommt. Ja, So, und unsere Mats sind auch alle am Start. Hast du das schon gesehen? ja, Auf richtig Twitch voll hier, ne? Richtig betreut voll. sie heute Remo, Sebastian und die Sandra. Und auf YouTube ist der Basti an Bord. Muss man ja auch mal sagen, Ja. ne? Unsere ganzen süßen Hafenwichtel. Absolut. Absolut. Ich weiß gar nicht, ob ich jemand vergessen habe. Ich weiß gar nicht, ob Antje da ist. Ich glaube, Antje habe ich eben auch schon mal Antje habe irgendwo ich auch gesehen. gelesen, ne? Also dann ist Antje Ja, auch noch ja. da. Martin, danke dir für 11 Monate auf der Speicherstadt. Ich weiß nicht, was mit Peter ist. Der ist es wahrscheinlich im Lurk. Peter ist in der Garage und bastelt. Oder im Garten. Und Schwester Hansen gönnt sich eine Auszeit an der Ostsee. Stimmt. Und Die Ben und macht's. Kirsten an der Nordsee. Ja. Wookie ist seit 8 Monaten dabei. Dankeschön. Dankeschön. Und DJ Sven Kinder verschenkt eine Mitgliedschaft. Danke, danke, danke. Dann haben wir den Holger. Der lässt 5 € Superchat da. Und er schickt Grüße von Thomas aus Düsseldorf. Guck Wir mal, hatten gerade die Rückkehr der Aida Cosma aus Gran Canaria. guck mal, wie sich die Wilhelmsburg da durch die Elbe flügt. Oh. Ja, ich kann mal ein bisschen ranzoomen. Das sieht doch cool aus.
Ach, das war auch, da habe ich auch letztens so einen alten Stream gesehen, wo die noch die One-Lackierung hatte. Ah, sorry, da habe ich auch, glaube ich, kurz reingeguckt. Oh. Das sind so Erinnerungen, ne? Ja, krass, und so lange ist das teilweise noch gar nicht her. Danke für 8 Monate an Thorsten Brandeis. Oh, er grüßt aus dem Gin Hotel. Ach, Da hast du ja sehr cool. sensationellen Ausblick heute. Ja. Liebe Grüße zurück. Musst du ja ganz schnell oben in die Bar. Schön Cocktail Ja. ordern zum Auslaufen. Und 16 Monate. Ach, guck mal Da geht hier. ein dickes Dankeschön Hallo. an den Burkhard. Danke dir. Moin. Ach hier, die Party, die AIDA-Party-Gang ist Gang, auch ja. schon da. Seid ihr schon in Stimmung? Ja, Ja? voller Vorfreude. Habt ihr alles dabei? Ja, Ist ja ein Ding. Na, wir werden euch ja vielleicht heute hören, ne? ja, da gehe ich von aus. Wo habt ihr Brigitte gelassen? Keine Ahnung. Die wollte mit dem Fahrrad. Vielleicht hat sie noch Umwege. Ja, vielleicht holt sie noch Pommes. Ja, das kann sein. Grüße aus Wasserburg kommen auch von Anja. Herzlichen Dank. Herzliche Grüße. Und der Oberweser 1905 ist da. 4 Monate schon. Auch an dich ein dickes Dankeschön. Dann haben wir Hartelhütte, lässt 2 Euro Superchat da. Die schönsten Farben des Abends. Ja, ich hätte ja gerne so ein bisschen mehr Farbe gehabt, mein Lieber. Aber wir haben zumindest so einen leichten Pastellstreif am Horizont. Und wir haben immerhin Struktur im Himmel. Wir haben nicht eine durchgängige graue Schicht. Habt ihr Infos? Geht die pünktlich raus? 18:30 Uhr. 18:30 Ja, stand auch. Okay. glaub ich, in der Alte heute. Ah, okay. Okay, also 18:30. Haben wir ein bisschen Zeit. Muss ich wahrscheinlich doch noch mal objektiv wechseln nachher. Melody Man auf Twitch, herzlichen Dank, dass du deinen Prime Sub bei uns lässt. Willkommen an Bord. Captain Grabak lässt 111 Bits da. Dankeschön. Und Vielen der Jörg Dank. haut auch noch mal einen Honi raus. Alles auf Twitch. Danke, ihr Lieben. Und auch danke an Bilbo für 7 Monate schon auf Twitch. Lipper Lotta mit 100 Euro Superchat und schreibt kurz mal wieder live an Bord. Liebe Grüße an Hafenwichtel und Landratten. Herzlichen Dank. Der Chat fragt, ob wir den Ankerbesen endlich gekauft haben. Oh, Nein, das wollten wir die ganze Woche machen. Wir haben es nicht geschafft. wir haben es nicht hinbekommen. Wir wollen ja nicht nur den Ankerbesen kaufen. Was gab es denn da noch? Wir kaufen erstmal den ganzen Die Flagge Laden. wollten wir auch haben, die Genau. Hamburg-Flagge. Die wollten wir auf jeden Fall auch mitnehmen. Und die haben da so bestimmt richtig gute Putzmittel, wo man nur ein Schiff mit sauber kriegt. Ich meine, Die haben bestimmt Putzmittel, wo man ein Schiff mit sauber kriegt und alles andere quasi sich in Luft auslöst. in Luft auflöst. Vielleicht haben die was Richtiges für deine Terrasse. Ja, da habe ich ja heute schon ein bisschen angefangen. Also da haben wir so einen Grünbelag auf der Terrasse und das alte Wunderhausmittel soll ja Waschsoda sein. Das hat letztes Jahr schon super geklappt. Dieses Jahr ist es ein bisschen hartnäckiger. Ich muss aber auch gestehen, ich habe das Zeug dann nur drauf gesprüht. Er 2 Stunden. hat sich nämlich gedacht, er macht sich das ganz einfach, sprüht sich das Zeug darauf. Kein Hund kann in den Garten und dann nimmt er einen Schlauch, spült das ab und dann ist die Terrasse für den Sommer klar. Und jetzt brauche ich doch den Ankerbesen oder den Ankerschrubber. Ja. Und man muss da wohl doch noch mal so ein bisschen mechanisch nachhelfen bei der Geschichte. So, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Guck mal, Lipperlotte hatte ich. Keks ist da, seit 8 Monaten auf dem Fischmarkt. Dankeschön. Dankeschön. Und Sven Jakobsen haben wir mit 5 Euro Superchat. Liebe Grüße von Sven und Paulina. Liebe Grüße zurück. Dankeschön. Dann haben wir den Mike natürlich. Die ganze Bande rund um die Seehundfamilie. 2,49. Herzlichen Dank. Dankeschön. Ach, guck mal hier. Und Jill Hansen. Grüße aus Boltenhagen. Die Schwester Jill. Hansen und Jill. Ja, die machen nämlich Mutter-Kind-Wochenende. Genau, die mischen Boltenhagen richtig Ja. auf. Und
Ich fürchte, das wird Boltenhagen nicht vergessen, wenn Nee. die beiden unterwegs sind. Glaube ich auch nicht. Also ich denke mal, das wird nicht so sein wie vorletzte Woche da. Das, Abriss. Abriss. Die Hansens kommen. Die Hansens kommen, genau. JT Kirk schickt auch 5 Euro per PayPal. Herzlichen Dank. Er schreibt Anfang April winken wir von der Nova auf dem Weg nach Norwegen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Ich bin auch schon ganz aufgeregt auf unsere Kreuzfahrt. Hey, guck mal, und Thomas, die Fotodiele, Schriedfoto, lässt 2,49 da, sagt, trotz Geburtstag wird beim Café Hamburg Hafen live geguckt. Dann sagen wir doch mal Dankeschön und Happy Birthday. Happy Birthday, mein Lieber. Piwi, ganz lieben Dank für 3 Monate Prime Sub auf Dankeschön. Twitch. Dankeschön. Dann haben wir Annette Wasner. Die fängt jetzt auch an mit Fischeis. Annette, 2 Euro. Dankeschön. Mike hat sie angesteckt. Gestern wolltest du ein Eis haben, das war dir zu teuer. Alle. Aber wirklich, Leute, wir waren gestern in der Stadt. Ein bisschen was für die gute Beziehung getan und mit der Frau shoppen gewesen. Und dann dachte ich mir, Mensch, es ist nicht mehr ganz so kalt, holst dir mal ein Eis, Europapassage. Was kostet denn die Kugel? 2,50. 2,50 Euro oder 2,40 für eine Kugel Eis. Aber man Die muss haben doch nicht mehr alle Tassen im Aber Schrank, man muss oder? auch sagen, ich glaube, das ist auch wirklich nicht so lecker. Also wenn die Kugel wirklich Premium lecker ist, dass du ausflippen könntest, kann ich es das ehrlich sieht noch nach verstehen. so Fertigeis aus. Das ist ne? dieses, was so schon, aufgetürmt ist und das hat so komische Farben, ganz ehrlich. das ist dann schon so künstlich dekoriert. Also Genau. das sieht zu gut aus, um echt zu sein. Nee. Wirklich ganz, ganz komisch. Nee, also da ist dann echt der Geizhals in mir durchgekommen. Das ging gar nicht. Außerdem shoppen, wir haben Staubsauger gekauft für Deck 7. Genau. Also Staubsauger. tu mal nicht so hier, als wenn wir... Ja, komm, aber wenn du was für Geräte übrig hast, dann ist es für Absolut, die Dyson-Geräte. genau. Und wir haben uns erstmal so einen Dyson für Deck 7 geholt. Das Problem ist, dass da ja auch so ein Reinigungsservice ist für das Deck 7. Also es gehört halt zu dieser Bürogemeinschaft. Aber Paddy hat dieses Büro ja innerhalb von 4 Wochen zugebaut mit Kabeln und allem Möglichen. Da kommt ja keiner mehr durch. Also das muss man jetzt leider selber machen. Aber ist auch nicht schlimm. Aber ich habe jetzt bunte Kabel. Genau. Ich habe jetzt bunte Kabel. Aber ich denke, auch wenn der Reinigungsservice da einmal durchrauscht mit seinem Riesensauger, sind alle Kabel eh wieder draußen, oder nicht? Ja, das kannst du haben. Das kannst du haben. Uwe, danke dir für 5 Euro Superchat. Dankeschön. Und der Kai ist auch wieder da. Der Kölner Kai mit 5 Euro Superchat. Grüße an das tolle Hamburg Hafen Live-Team und alle Helferlein. Danke, danke. Frank Borchert verschenkt eine Mitgliedschaft und DJ Sven Kinder schließt sich an. Herzlichen Dank, ihr beiden. Und Ingo und Anja sind jetzt auch auf dem Kanal Mitglied. Dankeschön. Außerdem Annette Wasner. Annette meint es gut mit mir. 5 Euro Zuschuss für ein leckeres Eis. Ich bin ja absolut Team Spaghetti-Eis. Also es gibt da überhaupt keine zwei Meinungen. Eisdiele bei uns in Eidelstedt, Spaghetti-Eis. Und ich habe immer so ab und zu mal so den Gedanken, heute nimmst du mal was anderes. Heute nimmst du mal irgendwie ein anderes Eis. Noch nie passiert. In den letzten 10 Jahren habe ich, glaube ich, noch in der Eisdiele nichts anderes als Spaghetti-Eis gegessen. Und in dieser Eisdiele gibt es wirklich noch so Oldschool-Eisbecher von früher. Also wirklich so, die gibt es nirgendwo anders mehr. So Rumtopfbecher und sowas alles. Ja, die haben echt Ja. so coole Sachen. Ja, die haben nicht so dieses fancy Nee. neue Eis. Kaffee, Chai, Latte und so weiter. Mit komischen Kakaobohnen Ja. geschnipselt da oben drauf. Ja. So richtig, oder so einen schönen Schwarzwaldbecher, den kriegst du doch nirgendwo mehr. Und die gehen mal nach Eppendorf hier irgendwo und bestellen mal einen Schwarzwaldbecher. Die gucken nicht an. Also Ja. nur.
Wollen wir denn mal unser neues Merch Was können vorstellen? wir da jetzt? Guck mal, Carina guckt zu aus Singapur. Aus Singapur? Ja, cool. Da waren wir beide sogar auch, aber unabhängig voneinander. Du warst schon in Natürlich war ich in Singapur. Aber da kannten wir uns noch nicht. Nein, sag ich doch unabhängig ja, voneinander. ich wollte gerade sagen, als ich in Singapur war, warst du nicht da. Nee. Ich habe mal eine Asien-Rundreise gemacht. Ja, soll ich das mal rausholen, Hol doch das mal Ding? raus. Flomo, ganz lieben Dank für 17 Monate schon bei uns auf dem Kanal. Ich drehe mal die eine Kamera um, mal gucken, ob wir das da hinkriegen. Der liebe Philipp, unser Grafiker und Designer, hat sich ausgetobt. Das könnten wir auf Deck 7 natürlich auch mal richtig mal Da können wir das ausbreiten. noch mal Ne? richtig schön machen. Und es hat echt lange gedauert. Wir haben das irgendwie vor Weihnachten bestellt. Aber jetzt ist es endlich da. Ich weiß nicht, haben wir Kartenspieler unter unseren Zuschauern? Jetzt gibt es das Hamburg Hafen Live Kartenspiel für Romy, Kanaster und Bridge mit Hamburg Hafen Live Motiven. Und natürlich standesgemäß hier. Soll ich dir mal die Karten abnehmen? Nimm mir doch mal bitte. Ich kann es ja auch mal. Warte. So. Also hier 2 Decks, wie sich das gehört, hinten unterschiedlich. Einmal in dem schönen Petrolblau und in dem Gelb. Und dann natürlich lauter Motive aus dem Hafen. Hier mit dem Joker. Da Fische. Ich muss selber erstmal gucken. Der ist so süß. Guck mal hier, die Landratte ist auch dabei. Die Landratte ist ein Bube. Den finde ich ja so süß hier, ne? Ja. Guck mal hier. Das ist ein Joker. Ja. Kiezmische. Unser neues Merchandising, vielleicht hat der ein oder andere Spaß daran, ist jetzt bei uns im Shop www.hamburghafenlive.de. Ich habe gar keinen Link vorbereitet, aber vielleicht hat der ein oder andere von euch Spaß daran. Also da hat Philipp, war auch Philipps Idee, weil ich habe Philipp gefragt oder gesagt, Mensch Philipp, wo hättest du Bock drauf? Was könnten wir mal machen? Und er sagt, ey, ich wollte schon immer mal ein Kartenspiel machen. Und bei uns in der Familie wird ja Kanaster gespielt, traditionell. Also meine Eltern spielen Kanaster und auch viele Freunde von meinen Eltern. Also ich habe von Kind auf an Kanaster gespielt. Und ich habe dann erst überlegt, was wir machen, ob wir Pokerblatt oder Skat spielen. Und dann habe ich gesagt, nee, komm. Für Mutti auf jeden Fall ein Kanasterblatt. Falls sie zufällig zuhören sollte. Ja, für Mutti ist das auch schon unterwegs, ne? Ach, das hast du schon abgeschickt. Klar. Ja, das ist cool. Also ich hoffe, dass es dem einen oder anderen von euch gefällt. Hat Philipp wirklich sehr, sehr liebevoll gestaltet. Weiter geht's hier mit, oh, Sven schon wieder. Mensch, der haut 50 € raus. Kleiner Zuschuss zum Dyson oder Spaghetti-Eis oder Drinks. Ganz lieben Dank, Vielen, vielen Dank. Sven. Was gibt's denn dafür? Hier ist noch die Frage, was das Kartenspiel kostet. Das Kartenspiel kostet 15,90 €. Das ist natürlich schon, für ein Kartenspiel ist es schon sehr hochpreisig. Also ich habe auch extra geguckt, was Kartenspiele kosten. Aber ist halt kleine Auflage, ganz viel Arbeit vom Philipp drin und natürlich der Kanalunterstützungsbonus. Ja, ansonsten hält sich das gerade mit der Action hier im Hafen in Grenzen, aber kann das sein, dass da hinten schon wieder Planespotting auf dem Wasser angesagt ist und da kommt die Lufthansa Technikfähre. Ich dachte, da kommt jetzt ein Beluga oder irgendwas. Meister Röhrig ist seit 8 Monaten auf dem Fischmarkt. Herzlichen Dank dafür. Dankeschön. Mensch, und Andi, Sattelschlepper Andi. Digga, was ist los? 10 verschenkte Mitgliedschaften. Dankeschön. Ich sag mal, Grüne Welle an der Elbe. wusstest du eigentlich, dass die Waldfee Holla mit Vornamen heißt?
Nee, aber jetzt weiß ich's. Und hast du eigentlich mal gesehen, wie viele Besucher hier da sind? Ja, was Kannst hier du es nicht los mal ist, umschwenken? ne? Wahnsinn. Das ist richtig Attacke. Guck dir das mal an hier. Ach, guck mal, hier, da kommen noch mehr. Wenn die gleich einverstanden sind, dann drehen Eigentlich wir mal können die wir eine eine Kamera Barkasse, um. wir können eigentlich eine Barkasse mieten. Alle rauf. Ja. Kommt da nicht sogar eine? Jetzt muss ich mich erstmal hier konzentrieren, dass wir ein halbwegs anständiges Bild abliefern. Ja, ich fürchte, da muss ich gleich doch noch mal das Objektiv wechseln. Was kommt denn da für eine Barkasse? Das ist was von Elas, oder? Ja, sag ich doch. Oh ja, dann gehen wir mal. Natürlich, da musst du. Aber ich mal wollte doch rauf. noch mal gucken, ob man das mal sieht. Mensch, es hatten so viele gefragt nach dem Flugzeug auf der Hamburgensie. Oben über der Flagge müsste ein kleines Flugzeug Vielleicht, wenn die ja, gleich man hier kann vorbeifährt. Genau, wir machen das, wenn sie gleich wieder losfährt Genau. und gehen jetzt erstmal rum. Guck mal, es kommt das so selten vor. Das ist doch die Anita. Die große Anita. Was machen die denn heute? Dämmerturn? Ist, glaube ich, die größte Barkasse von Elas, oder? Ja. Guck mal, die haben schon die Lampen an. Aber die haben natürlich eine ganze Menge Schiffsführer. Nicht alle Ja. von denen Die fahren so selten auch hier lang, ne? gucken halt immer Hamburg Hafen live. Müssen wir schon Glück haben, dass Claudia da drin sitzt. Dirk meint, das Flugzeug hätte er entdeckt eben. Ja, wir gehen gleich noch mal ein bisschen näher dran. Die fährt ja hier direkt vor unserer Nase lang. Kannst du mal ein Foto von der Barkasse machen? Bitte? Kannst du ein Foto von der Ich habe Barkasse die machen? Kamera gerade nicht zur Okay. Hand. Warum brauchst du eins? Nee, Andi braucht eins. Andi braucht eins. Andi braucht eins. Ja, die kommen ja wieder zurück, oder? Das hoffe ich. Danke für 10 Monate, grauer Kater. Dankeschön. Und er schreibt, nächsten Samstag Turmleuchten in Warnemünde. Ach, da war ja was, ne? Mit diesem, Ja, wo der Turm, der Silvester nicht geleuchtet hat oder nicht konnte wegen die Sturm, fackeln Wind. den Turm ab. Okay. Ich muss das nochmal, ich hatte das schon wieder völlig verdrängt, muss ich gestehen. Na gut, dass du es nochmal gesagt hast. Ja, Dankeschön. das ist sehr gut, dass An du mich sowas daran erinnert muss der hast. Paddy immer erinnern. Mit dem Gedächtnis eigentlich- ist das bei mir Eigentlich nicht müssen so. wir echt mal rüberschwenken, wenn Ja, wir das dürfen. machen wir gleich mal. Ja, ne? Machen wir gleich mal. Die Geisel, Dankeschön für 5 Monate auf Twitch. So, jetzt fährt die gleich los und ich glaube, dann können wir einmal gucken, ob wir das Flugzeug erwischen. Ich glaube, das ist sogar ein A380-Modell, oder? Echt? Also ich weiß es jetzt nicht. Ich meine ja. Mal gucken, wie nah wir drankommen. Das hätte ich jetzt auch nicht gewusst, dass da eins drauf ist. So. Guck mal hier, Planespotting. Auf der Elbe. Ist das jetzt ein A380 oder nicht? Ich Na, glaube irgendjemand wird es dir gleich sagen können. schon. Und Take-Off. Hadak A380. Vom Dockland zum Fischmarkt. Das ist auch der kürzeste Flug, den A380 jemals gemacht hat, oder? Ja. Uah, so. So. Dürfen wir gleich mal die Kamera drehen, um zu zeigen, was hier los ist? Also alles, was Wenn zu Hamburg irgendjemand nicht Hafen drauf Live, möchte, dann- alles, was zu Hamburg Hafen Live gehört, auf die linke Seite bitte. Ich guck mal gerade. Moment.
Ey, guckt euch das mal an. Erster Tag draußen. Moment. So. Guck mal, was hier los ist. Oh, ihr habt euch jetzt aber auch richtig schön aufgestellt. Ja, ne? ne? Richtig Genau, die Attacke. Welle. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Ey, der erste Tag wieder gutes Wetter und hier ist ja richtig was los, ne? Ja, es ist schon krass, was Wetter so auch mit dem Menschen macht. Fabian, nee, die Fähre, die ist nicht neu, die ist nur neu lackiert worden, wenn du die Hamburgensie meinst mit der Lufthansa Technik Lackierung. Die ist jetzt seit Ende letzten Jahres oder so, ist sie in der Lackierung. Ulrich hat eine interessante Info. Er sagt, die Fluggesellschaften bezahlen dafür, dass die Flugzeuge im Miniaturwunderland richtig bemalt sind. Ja, ich finde, das können sie aber auch. Weil das ist ja auch allerbeste Werbung, oder? Absolut. Das ist aber auch echt so cool da. Also wenn ihr in Hamburg seid, dann müsst ihr eigentlich echt ins Miniaturwunderland. Lokutu, danke dir für 6 Monate auf Twitch. Vielen Dank. Und Sven verschenkt noch eine Mitgliedschaft. Danke, Sven. Kevin haut 2,49 raus und fragt, ob wir nächste Woche live sind, wenn die AIDAs fahren. Naja, also wenn da jetzt halt dieses Turmleuchten ist auf dem Samstag. Aber er sagt, wenn die AIDAs nächste Woche, ich weiß gar nicht, was ist denn nächste Woche? AIDAs, haben wir nächste Woche 2 da? Ist das auf dem Samstag oder ist das in der Woche? Oh, da stehen doch die richtigen. Ich lebe ja immer nur quasi in den nächsten Tag rein. Das heißt, eine Woche im Voraus plane ich ja die Streams schon gar nicht mehr, weil da so viel immer in die Hose geht. Aber wo ist denn jetzt Ja, Brigitte? Sven schreibt auch, kaum ist es wärmer, schon sind die Fähren brechend voll. Ja, das Ja. ist so. Und teilweise sind die dann auch wirklich, also richtig. Also heute waren die wieder voll. richtig voll, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Samstag Nova und Zoll, schreibt Katrin. Ah, okay. Ah, Zoll ist natürlich, was das Horn angeht, ein Knaller. Und dieses Turmleuchten ist aber auch am Samstag. Ja, beides geht nicht. Beides geht nicht. Wir schauen mal, auch so wettertechnisch, ne? Wenn da irgendwie nicht Wetter. Genau. Da, aber vielleicht kannst du ja mal Conny fragen ganz genau, was da so passiert. Der weiß das doch vielleicht, oder? Das ist doch so seine Hut. Guck mal, das ist doch auch ein schöner Dampfer, oder? Der hat aber seinen ganzen Hausstand mitgenommen. Kann das sein? Ja. Ach, da ist sie doch. Wollt ihr mal kurz Wo kommst du denn her? da unten sitzend. Okay. Mit meinen Sitzen. Wir haben eben ein schönes Gruppenfoto gemacht. Das ist gut. Da fehlst du aber. Ja, ich will nicht. Ach so. Zum Pfeifen gehe ich runter. Du, heute ist Partytag hier. Oh, Partytag. Heute haben wir Doch gesagt, ein, alles Hamburg-Hafen Live-Wasser steht. heute gehen wir hier in die Menge. Wenn Die wir ganze keine Reihe. Party wollen, können wir uns Oh, auf die Deck 7 ganze Reihe verkriemeln. Hamburg. Ja. Hafen Live. Ja. Hallo. Hallo. Moin, Moin. hallo. Hi. Wird immer voller hier, du. Also macht euch auf was gefasst. Wer es nicht laut mag, für den könnte der Stream heute nicht so geeignet sein. Die Ohren, haltet euch die Ohren zu. Ich würde gerne mal die Zeit nutzen, denn die geht ja doch raus, wenn es dunkler wird. Ich würde das Objektiv gerne wechseln schon mal. Dann habe ich das nämlich erledigt. Kann ich zwar nicht ganz so zoomen, aber dann bin ich lichttechnisch auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
Anja, danke schön für 14 Monate. Sie sagt, so schön eure Streams. Danke, danke, Dankeschön. danke. Und der Commander schreibt, freue mich auf laut. Ja, wir versuchen ja für jeden etwas dabei zu haben. Also fühlt sich ja schon so ein bisschen nach Frühling an irgendwie, ne? Irgendwie ja. Du, vielleicht brauchen wir gar keine Barkasse mehr, weil wir nehmen einfach hier das Das Deck Deck hier oben. hier. Aber Barkasse ist auch schön. Okay. Jetzt kannst du mir einmal helfen? Ich gehe mal Ja. auf die zweite Kamera. Du musst mal kurz dein Handy bitte wegtun und mir eine helfende Hand geben. Ja. Was muss ich machen? Einmal kurz das Objektiv halten. Ach, das schaffe ich. Schaffst du, ne? Aber so viele andere Sachen kann ich jetzt nicht mehr erledigen, ne? Also eins zur Zeit. Ja. So, Moment. Ich mache die Kamera ab. Na, komm schon. Kamera, soll ich die auch nehmen? Ich kann auch dahin kommen. Kommst du mal auf diese Seite bitte? Hältst mal bitte nur die Kamera. Jo. Vorsicht. Die ist nämlich noch angekabelt, deshalb ist es gut, wenn du hilfst. Also wenn du noch eine Hand brauchst, hier stehen ja 30 Leute. Und kannst du den Finger bitte vom Sensor nehmen? Danke. Na. Okay, das hat schon mal geklappt. Kurz einpacken. Habe ich dir einen Deckel gegeben? Oder Nee, habe den ich Deckel hast du mir nicht gegeben. Was habe ich denn mit dem Deckel gemacht? Ach, hier ist er. Du hast so viele Taschen in dieser Ja, ich habe echt zu viele Taschen. Polar-Expeditionsjacke. Das ist richtig. So, da ist das andere Objektiv. Rotznäschen, willkommen an Bord. Danke für deinen Prime-Sub. Color Spirit fragt, ob wir einen Stream zum Einlaufen der Ningbo Express machen. Wann kommt die denn, die Ningbo Express? Das ist die wichtige Frage. Ja. Aber irgendwie... Irgendwie gefällt mir die Farbe hier gerade nicht. Egal, ist ein bisschen türkis. Das ist zu blau. Egal. Egal. Marinas Kanal fragt, ab wann die Nova zu sehen sein wird. Ja, sehen kannst du sie ja jetzt schon. Sie liegt ja da hinten in Steinwerder. Also da zwischen den Kranen am Containerterminal, toller Ort. Und ja, wenn die 18:30 Uhr losfährt, dann dauert das natürlich so einen kleinen Moment, bis sie in die Gänge kommt und bis wir sie dann wirklich hier komplett in voller Größe sehen. Das kann dann schon mal so 20 Minuten dauern.
Ich muss noch mal ein Foto machen hier. Oh. So. Was für eine Party hier oben. Unglaublich. Na, das geht erst noch los. Du hast ja keine Ahnung. Tanja, das war jetzt nicht. Ja, weiß das nicht. Ich setze mich da mal auf die Steine. Meine Knie wollen heute nicht, wie ich will. Haben wir nicht einen Sessel noch? Haben wir nicht noch den ach nee, im Moment haben wir den Sitz nicht in unserem Auto, ne? Unseren Hocker, ne? Nee. Wolltest du dir einen... Ja, Brigitte, Brigitte kann nicht so gut stehen heute. hat Hätte sie ich das Bein? gewusst, ja. FV, wir stehen heute auf dem Dach vom Cruise Gate in Altona. Und ja, da halt heute hier kein Schiff liegt, also hier unten ist ja direkt der Anleger. Und wenn hier kein Schiff liegt, dann hat man hier halt wirklich super Überblick. Ja, wieder viel zu früh gestartet, aber das macht ja nichts. Können wir ein bisschen mitlesen. Auf jeden Fall. Oh, Jörg schreibt, ich bin ein richtiger Partylöwe. Nee, Jörg, garantiert nicht. Garantiert nicht. Also ich kann ein bisschen Spaß machen und so und kann hier auch so ein bisschen mit den Leuten feiern, aber ein Partylöwe bin ich absolut nicht. Ich bin nämlich immer der Erste, der einschläft. Ja, das ist leider etwas schade, weil ich ja so eine Nachteule bin. Ich kann immer feiern, bis es wieder hell wird. Und Paddy liegt schon um 10 irgendwo auf dem Sofa. Ja, also da sind wir teilweise, was so die nächtlichen Aktivitäten angeht, nicht ganz kompatibel. Ja, aber wenn wir irgendwo hingehen, wo ein Sofa ist, dann kann er sich da ja hinsetzen. Ja. Das stimmt. Danke für 9 Monate, Holger Wörmke. Und DJ Sven Kinder haut noch eine Mitgliedschaft raus. Ganz lieben Dank für die grüne Welle. Ja, hier sehen wir die Elbphilharmonie nur so ganz bisschen im Anschnitt. Da ist halt das Gebäude vom alten Fährterminal vor der Nase. Und ja, rechter Hand kommt die Neuland zurück. Wir müssen uns ein bisschen die Zeit vertreiben mit den Fähren. Naja, wenigstens sind die noch da, ne? Wenigstens etwas. Absolut. Lange schreibt Moin von der Nova. Ach, sag mal, wir warten hier alle. Wir warten hier. Kann losgehen, wir sind da. Hamburg Hafen Live-Zuschauertreff auf der Steuerbordseite unter dem grünen A. Genau. Gibt es überhaupt ein grünes A? Oder ein blaues A? Naja, irgendwo unter dem Logo. Het platmat staat dat rode licht op. Stuurbord dat groen. Wer dat nicht weet, dem kann man nichts dafür. Herrlich. Wir haben hier schon ein paar plattdeutsche Weisheiten aus der Seefahrt. Das ist auch gut. Schubidubi Fitness, danke dir für deinen Prime Sub. Willkommen an Bord. Aber jetzt gehen die Lichter an, das mag ich ja besonders gerne. Ich hatte mich aus dem Fenster gelehnt und gesagt, wir kriegen sie zur blauen Stunde. Ich weiß nicht, ob sich das ausgeht mit 18:30 Uhr. Könnte gerade noch so klappen mit so ein bisschen Blau im Himmel. Aber irgendwas fällt uns garantiert zur blauen Stunde hier für die Linse.
Ja, lange. Die Info haben wir schon bekommen, dass 18:30 ablegen ist. Aber da fährt auch noch was raus. Das war auch wieder nur so ein Binnen. Oh, wie voll die Fähren Ach, sind. guck mal hier, wir haben richtig Abwechslung. Da hinten kommt doch die Louisiana Star. Passend zur blauen Stunde kommt die blaue Beleuchtung. Ich erst fragt, wann läuft die Everart aus? Heute Abend. Heute Abend um, ich glaube, 22 Uhr oder so geht die raus. Ich bin noch so ein bisschen am Überlegen, ob ich einen zweiten Teil nachher dranhänge. Hängt stark davon ab, wie dieser Stream läuft, wie lange er geht und wie ich am Ende noch motiviert bin. Ich müsste dann nämlich noch mal abbauen und umziehen, weil von hier aus sehen wir die Everart auf jeden Fall nicht. Weißt du, was an diesem Standort jetzt auch gut ist? Wenn du mal auf Toilette musst, kannst du jetzt immer zu Lust auf Italien gehen. Stimmt. Ja, wir sind nicht weit von Lust auf Nee. Italien. Die Ortkarten hat gewartet, bis die Neuland ablegt. Also hier ist auf jeden Fall jetzt Rush Hour am Dockland-Anleger. Die Neuland hat gerade abgelegt und hier ist fliegender Wechsel. Gerhard aus Reutlingen, willkommen bei uns an Bord. Ein neues Fischmarktmitglied. Willkommen. Und Ted Striker One. Vielen Dank auch an dich. Schon im 2. Monat bei Twitch mit seinem Prime Sub dabei. Vielen Dank. Also das nenne ich mal wirklich so ein bisschen blau in blau alles hier, oder? Oh, falsche Taste. Aber da passt natürlich jetzt hier die One wunderbar Ich rein. finde, ist doch ordentlich was los hier. Guck mal hier. Herrlich. Ja, das Schaufelrad ist nicht echt. Das ist zur Show. Ist nicht wirklich in den Antrieb involviert. Genau genommen gar nicht. Ja, der Camper schreibt, wir sind doch total motiviert. Ja. Ich hoffe, dass die Motivation von euch auf mich überspringt. Aber es ist ein bisschen Verkehr heute Abend noch. Also mit der Flut passiert hier noch ein bisschen was. Alles so ich glaube so ab 21 Uhr, 21:30 Uhr geht das los, dass noch mal ein bisschen was reinkommt, ein bisschen was rausgeht. Müssten so roundabout 4, 5 Schiffe sein. Tony Roberts, Good Vibes Only. Yes. 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 Good Vibes Only. Wir wollen alle nur ein bisschen Spaß Die haben. kommen noch, die Good Vibes. Die Good Vibes, die kommen gleich. Und dann aber im Überfluss. Mensch, was hier los ist, das glaubt ihr nicht. Es wird immer voller hier. Ich glaube, wir Mensch. müssen gleich noch mal ein Foto machen, es kommen immer mehr. Es wird ja gleich zweireich. Aber du hattest recht, es ist doch abends so, wenn die Sonne weg ist, dann merkt man doch, Naja, und wenn du vielleicht doch noch eine zweite Schicht dranhängen willst, kann man schon mal eine Jacke anziehen. ja, ich dachte ja, ich könnte heute schon mutig sein und muss nicht die Polarjacke anziehen. Nee, nee, nee. Aber es war schon ganz gut, dass ich das doch gemacht habe. Mike, genau, das ist eine von den neuen Fähren gewesen, die mit der pinken One-Werbung drauf. Das sind die neuen Hybridfähren, die dann hier auch größtenteils mit Elektro fahren. Volker schreibt Brigitte, Fragezeichen. Ich verstehe die Frage nicht. Man hört sie doch. Ja,
Das ist so lustig. Jetzt lassen sich hier die Leute mit Brigitte fotografieren. Ja, Brigitte hat ihren Fanclub. Brigitte hat einen eigenen Fanclub. Ja. Das ist echt süß. Das ist richtig süß. Und danke für 6 Monate an der K mit Piepmatz. Dankeschön. Ja, da hat gerade jemand herzlich gelacht, Volker. Und das, also die Lache ist, glaube ich, unverkennbar. Absolut unverkennbar. Ich glaube, nachher, wenn das hier richtig losgeht, musst du das erste Mal im Stream den Ton muten. Ich glaube, sonst... Ja, oder ihr müsst alle zu Hause schon mal den Finger auf der Leise-Taste haben. Wir sagen es gleich, wir haben es nicht geplant. Es kommt so, wie es kommt. Nein! Brigittes Lachen klingt wie eine Möwe. Wie eine Möwe, wird da gesagt. Und auch immer eine Jacke. Ja, mach mal. Herrlich. Die Ursi ist auch seit 15 Monaten dabei. Danke, Ursi. Sie wünscht sich die Stettin. Oh, die ist gut. Stettin haben wir zweimal, aber wir nehmen die Stettin mit Eiswarner, ne? Ja, Wir haben auf sie jeden ohne Fall. und wir nehmen die mit. Nein. Guck mal, da ist auch eine Drohne Steuerbord. Ja, ich meine, bei den Lichtverhältnissen jetzt. Ja, es kommen immer wieder welche rein. Jetzt die Fragen, wann denn die Nova rausgehen soll. Also heute hat man sich dann auf 18:30 Uhr geeinigt. Also einen kleinen Moment haben wir noch. Eigentlich den Stream etwas zu früh gestartet, aber für einige kann es ja gar nicht lang genug gehen. Alles klar. Aber man hört euch ja so und so. Also, Geht ihr da hinten ans Ende? da gehe ich von aus. Ja, die hört man. Die Party-Gang. Herzlich willkommen an Bord. Finn Kavalek, danke dir für die Mitgliedschaft. Dankeschön. Ein Stream startet nie zu früh, sagt Volker. Das stimmt. Ich kann das nachvollziehen, aber es ist natürlich auch immer so, moin, Wir hallo. sind die aus dem Gin Hotel. Aus dem was? Aus dem Gin Hotel. Ach, ihr seid die aus dem Gin Hotel. Ja, genau. Hallo. Klar. Ja klar, kannst du ein Foto machen. Jetzt haben wir gedacht, so um die Ecke, da muss er dann doch mal hin. Soll ich mit drauf? Ja, Willst du auch mit drauf? Ich habe auch keinen anderen Pullover mehr. nur noch ein Hamburg Hafen Live Pullover. Wie süß. Das ist ja cool. Das ist ja cool. Gefällt es euch im Gin Hotel? Ja. Ja, ist toll, ne? Ja. Mit Elblick. Oh, super. Haben. Und heute Morgen haben wir schon die Räder einlaufen sehen. Und jetzt haben wir gedacht, Mensch, jetzt können wir nachher schnell gucken, wenn sie rauskommen. Jetzt sage ich, ja, Mensch, eigentlich musst du die Chance nutzen. Ne? Ja. Dass ihr auch beim Deck 7 wieder seid. Da hängt übrigens nichts im Fenster. Ich habe nichts gesehen. Nee, wenn wir nicht da sind, dann, ne? Jetzt Was haben denn? wir nichts im Fenster, ne? Nur das, Nein, nee. nein. Also du siehst zwar dieses Schild bei Tageslicht, Ja. aber es leuchtet dann nicht. Ne? Aber sonst ist da nichts Seid im ihr ziemlich Fenster. mittig, oder? Wir sind quasi, wenn du davor stehst und dieses große Fenster hast Ja. und da hochguckst und dann so leicht rechts darüber. Ja, da war was hinterm Fenster, aber ich konnte es nicht erkennen. Nochmal zum Thema, ein Stream kann nie zu früh starten. Die Sache ist, man muss ja auch irgendwie den Stream mit Inhalt füllen.
Ne, sich einfach nur so hinstellen und die Kamera einfach so laufen lassen. Da wird der Paddy leicht nervös. Da werde ich nervös, genau. Ich möchte halt möchte euch ein bisschen was bieten, ein bisschen was zeigen, ein bisschen was erzählen und so. Und es ist mir jetzt schon wieder viel zu ruhig hier im Hafen. Also Hafen ohne Schiffe, das geht gar nicht. Du hast übrigens meine Kommunikationsbox, die Hamburg Hafen Live Kommunikationsbox, Wo steht da? als deine Ablage benutzt. Und darauf steht hier die Höchststrafe. Aber mal ganz ehrlich, da brauchst du da nicht ran. Da gucken doch die ganzen Kabel raus. Ja, aber da ist unsere ganze Übertragungstechnik drin. Da sind alle Router drin, da sind alle Modems drin. Und das ist bitte nicht deine Ablagefläche. Ist da auch Konrad Spezialkleber drin? Nein. Aber in der Tat ist einiges mit Klettband und mit Heißkleber da drin festgemacht. Na, da lache ich ja gar nicht so falsch, würde ich sagen, oder? Ja. Aber wir kriegen doch so ein bisschen blaue Stunde. Oh, sonst kannst du es auch blau machen in deiner Kamera und so tun, als ob, oder? Ja, ich kann ja auch mal ich kann auch ein bisschen mit Farben spielen hier. Also so ist es ja nicht. Nee, das sieht nicht gut aus. Das lassen wir jetzt lieber hier, Spielereien mit Farbe. Wir gucken uns noch ein bisschen hier die Lichter im Hafen an. Norbert, danke dir für 12 Monate und er schickt ein Danke für die besten Streams der Welt. Dankeschön. Und Ulf ist auch schon seit 13 Monaten dabei. Danke dir, Ulf. Die ersten Taschenlampen wurden auch schon auf der AIDA entdeckt. Jetzt schon? Also hier am Hafen sind auch schon ein paar Taschenlampen an. Kommt da noch eine Fähre? Die Herrschaften sagen 18:30. 18:30 geht sie raus, ja. Ja, heute. Ja, ja, haben wir eben. Uhr stand bei mir. Ja, wir hatten auch erst 18 Uhr, aber eben von Bord kam die Info. Aber es geht ja heute Abend, oder? Ist doch, man könnte ja fast sagen, ein lauschiger Sommerabend. Meine Frau wollte dem zustimmen, aber ich nicht. Aber normalerweise sind doch die Frauen, die frieren. Ja, bei uns ist das umgekehrt. Ich würde jetzt zum Beispiel durchaus nichts gegen einen dampfenden Grog haben. Ja, da hätte ich jetzt aber auch nichts gegen. Nö. So ein dampfender Grog. Auch generell so ein Drink. Oder eine Pommes. Wäre auch nicht schlecht. Das stimmt. Beatrix, danke dir für 2 € Superchat. Dankeschön. Schön, dass du schon so lange dabei bist, liebe Beatrix. Wir, Und hier- wir umarmen dich auch zurück. Ja. Gruppenumarmung. Mann, oh Mann, Sven. Was machen wir mit dir nur? Was machen wir mit dem Sven nur? 45 € schon wieder per PayPal für einen Snack später. Sven, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Danke. Vielen, vielen Dank. Ich finde das gut hier heute. Ich finde das hier gut heute. So richtig nach meinem Geschmack hier. Ein bisschen was los. Guck mal, und Kreativ-Andi, der ist genau mein Mann. Ja. Er meint nämlich Pommes mit Senf. Oh, Ich liebe Pommes mit da Senf. habt ihr ja doch was Ich gemeinsam. liebe Pommes mit Senf. Du weißt ja nächstes Mal, was es gibt, wenn du hier Werde ich bist. hier schon komisch angeguckt von den Kindern, die um Ja. uns herumstehen. Ja. Frag dich mal, warum. Nein, also absolut, Pommes mit Senf ist das Beste, wo gibt.
Dr. Frost, ganz lieben Dank für das Lob. Auf Twitch, er schreibt, das ist der beste Kanal, den er kennt. Auch das war lieb von dir. Das war ganz, ganz lieb. Die Anita kommt auch zurück. Anita kommt zurück. Soll ich gleich mal gucken, ob ich da ein Foto hinbekomme? Ja. Aber es ist jetzt schon ganz schön dunkel, ne? Guck mal, Dennis von der Elbcam ist auch da. Der ist schon auch seit 16 Monaten dabei. Hi Dennis. Dennis, wir machen schon ganz schön lange den Quatsch hier, oder? Schön, dass du Wahnsinn. dabei bist. Vielen, vielen Dank. Aber wird wohl gleich losgehen. Und fordern wir, wie gesagt, als Gipfel an. Gehen denn die Schiffe heute Abend noch raus, die Container? Rein Rein und und raus. raus. Also das meiste sind, glaube ich, Abgänger. Wir haben aber auch Aufkommer. Wo ist denn die Anita? Ist das Ding da, das kleine? Was denn? Ist das die Anita da? Nee, ne? Könnte sein. Musst du mal ranzoomen. Doch, das ist die Anita. Und dann macht man schnell ein Foto. Oh, das wird nix. Also ist auch zu weit weg. Ich habe ja nur... Habe ich nur kleine Objektiv. Aber können wir für Andi nicht vielleicht auch einen Screenshot von machen? Also Andi kann sich auch... Ich kann auch für Andi mit der Kamera draufgehen und dann kann er sich einen Screenshot aus dem... ja, das ist ja von vorhin vielleicht ein bisschen besser. Ich weiß nicht, ob Andi das reicht. Kann er damit was anfangen? Ach guck mal, Dennis geht nachher vielleicht auch raus, um die AIDA dann noch mal zu verabschieden. Andi, ich hoffe, du kannst damit was anfangen. Er braucht 600 dpi. Andi, ich fange jetzt nicht an mit einem Vortrag über dpi, Pixel und Auflösung. Ein Foto hat nämlich nie eine dpi-Zahl. Wenn Andi das braucht, genauso wie du das gesagt hast, dann mach es bitte. Ulrich Blumenrath, ganz lieben Dank an dich für 8 Monate. Grüße aus dem Sauerland schickt er. Und DJ Sven, Kinder verschenken nochmal eine Mitgliedschaft. Mensch, Sven. Dankeschön. Christian Hering ist da. Mit 12 Monaten oder seit 12 Monaten auf der Speicherstadt. Schreibt schön, dass ihr euch immer so viel Mühe gebt. Guck mal, die AIDA-Crew macht sich schon bereit. Die sind ja auch immer alle so mit Warnwesten und so. Ja, Da ist das richtig. Problem ist, die stehen da so, dass ich da jetzt nicht rüber filmen kann. ja. Da sind natürlich jetzt ganz viele Menschen dazwischen. Deshalb kriegen wir die AIDA-Spaßmacher hier leider nicht mit. Andi, ganz lieben Dank. Er schreibt, der beste Kanal ist Hamburg Hafen Live. Das sehen hier, glaube ich, alle so. Ganz lieben Dank für das Lob und Dankeschön. für die 5 Euro oder 5 Schweizer Franken. Super Chat, Andi. Danke geht dann rüber zu Twitch. 3 Monate dabei mit Prime ist der echte Garfield. Er schreibt, Abend zusammen. Hoffe euch allen geht es gut. Tanja und Paddy, ihr beide macht wirklich einen Hammerjob. Dankeschön. Dankeschön. Ach, das freut uns, Leute. Das ist so schön. So toll. Also echt, dieses Feedback, das rührt uns echt immer wieder. Der Ronny ist auch seit 4 Monaten dabei. Auch auf Twitch mit dem Prime Sub. Ganz lieben Dank. Und Fecker. Wow, Fecker mit 10 verschenkten Mitgliedschaften. Herzlichen Dank, Mensch. Und Volkert haut nochmal 5 Euro Superchat raus. Welches Horn nehmen wir denn jetzt mal? Die Barker. Die Barker, ja, die ist super.
Wir brauchen noch mal. Conny hat doch letztens einmal irgendwie so eine Warninfo gesagt. Unzuhalten, Typhon. Das ist bei der Nordic. Genau, das ist brauchen wir noch Nordic mal. Horn. Kann er das noch mal bei dir aufsprechen, wenn ihr euch mal trefft? Unzuhalten, Das ist aber nicht von Pfeifen. Conny. Das hat jemand anders gesagt Ach so, von ich der dachte, Crew. das wär Nee, Conny. das war nicht Conny selber. So. Das war nicht Conny selber. Ja, aber Conny kann das auch sagen. Der hat auch so eine schöne Stimme. Wie spät haben wir es denn jetzt? 18:15. Udo, auch an dich ein dickes Dankeschön für 5 € Superchat. Karin fragt, AIDA Spaßmacher, was ist das? Ja, es gibt halt hier so ein paar Leute, die sich immer wieder treffen und die AIDAs begrüßen und verabschieden. Die treffen sich dann hier meistens am Dockland, irgendwo am Anleger oder da vorne am Fischmarkt oder Seemannsmission und dann machen die halt richtig Attacke und das wird halt auch richtig laut. Und heute stehen wir nicht weit weg von denen. Ich kann sie nur leider nicht filmen, weil hier so viele Menschen stehen auf dem Dach, dass ich mit der Kamera da leider nicht durchkomme. Oh, Lange meldet, dass die ersten Leinen los sind. Mensch, dann, ja, Leinen können wir leider nicht sehen, aber dann geht das ja bald los. Ja, Remo erzählt jetzt was über Pizza. Dankeschön. Danke. Oh, und gekifft wird hier auch wieder. Wollte ich auch gerade sagen. Moin. Auch was Besonderes? Bitte? Warten Sie auf was Besonderes? Auf die AIDA Nova, die geht gleich raus. Aha. Von da hinten. Genau, die liegt ja da. Zwischen den Kränen sieht man die ja. Da was aussieht wie ein Hochhaus mit einem roten Licht oben drauf. Das ist hier aber heute richtig voll, ne? War die länger da? Die ist immer nur einen Tag da. Die ist heute Morgen gekommen und geht jetzt gleich wieder raus. Darf man mit einer Drohne über dem Hafen fliegen? Ja, Wissen Sie das? ja, darf man. Darf man. Ja. Also, gibt natürlich ein paar Einschränkungen, aber es gibt, hier darf man fliegen in dem Bereich. Tom, seit 17 Monaten schon dabei. Auch an dich ein Dankeschön. Dankeschön. Aber die Baustrahler oben an Deck sind auch an. Bin ich Hier wurde eigentlich auch gerade schon- noch gemeldet, Brücke auch noch beleuchtet. Also Ja, Beatrix, hier ist echt richtig was los. Also das hatten wir schon lange nicht mehr. nee, Also hier hätte ich sind auch im bestimmt, Leben nicht mit gerechnet, bestimmt 100 Leute hier oben auf dem dass hier Dach. so viel los ist. Ich würde mal schätzen, das sind bestimmt 100 Leute. Danke, dass ihr immer so gut beobachtet. Auf der Brücke sind die Lichter ausgegangen. Ups. Auch immer ein gutes Zeichen. Beatrix, nicht 10, das sind bestimmt 100 hier oben. Freust du dich jetzt auch schon mehr auf den Sommer, wenn du das hier wieder so Total. alles siehst? Ja, ne?
Wobei ich ja finde, dass wir den Winter ganz gut hinbekommen haben, oder? Sag das nicht zu laut. Ich habe Fotos vom 8. März, wo der Hund neben einem riesigen Schneehaufen sitzt. Aber der Schneehaufen ist ungefähr 30 Mal so groß wie der Hund. 8. März. Also wir sind noch nicht durch. Wenn das blaue Licht anfängt zu blinken, dann startet sie. Ja, das blaue Licht an der Seite ist der Fluxkompensator. Haben wir auch was zu essen mit? Ja. Ich habe dir doch eine ganze Tasche mitgegeben. Ja, aber die habe ich ja im Auto. Ja, Die Frage ist, ob du in deiner Tasche auch was zu essen Nee, in meiner hast. Tasche habe ich nichts, weil du ja alles in deiner Tasche hast. Verdammt, Ich habe nur noch ein Getränk für mich mitgenommen. verdammt. Soll ich dir das holen? Nö, ich kann auch nachher. Das ist nur so, wenn man nichts zu tun hat. Ich bin ja jemand, der aus Langeweile gerne isst. Naja, aber es kann dir ja jetzt hier nicht langweilig sein am Hafen. Ja, es passiert ja nichts. Ja, gleich kommt der Dampfer. Wenn nichts passiert, ist es automatisch langweilig. Guck mal, da ist schon wieder jemand mit so einem Hekto-Elektro-Blinklicht. Das hatten wir doch letzte Woche auch, oder? Ja, Da hat doch auch jemand so ein ADHS-Blinken gehabt. vielleicht macht jemand 2 Wochen gleich draus. Der ist gleich drauf geblieben. Und ich hoffe ja auch so ein bisschen, hier Stefan schreibt gerade 3-mal Horn. Ich hoffe ja, dass sie hier nochmal ein Horn loslässt. Letzte Woche hat sie auch beim Losfahren und dann nochmal hier am Cruise Gate. Wenn wir auf Deck 7 sind, dann kriegen wir natürlich das Horn hier schon von der Lautstärke nicht mehr so schön mit. Guck, 4 Dreh ist auf meiner Seite. Essen wegen nichts zu tun ist immer noch das Beste. Absolut. Eggy ist seit 18 Monaten dabei. Eggy, Dankeschön. Dankeschön. Aus Hamburg-Stellingen Grüße. Vielen Dank für eure klasse Streams. Danke, Eggy, und liebe Grüße zurück nach Stellingen Das ist ja bei uns um die Ecke. zum HSV. Nilsi lässt 5 € Superchat da. Danke, Nilsi. Der schreibt was. Er schreibt, ich habe was von einem Wintereinbruch im März gelesen. Ja, sowas kann leider immer wieder passieren. Kekel ist auch seit 11 Monaten dabei und schreibt, aus Langeweile essen kann ich auch super. Ich bin mir sicher, dass das einige können. Und heute war bei uns in der Straße jemand richtig witzig, hat einfach unsere Biotonne, die stand noch Frechheit. draußen seit gestern. Und ich komme vorhin vom Einkaufen zurück, denke, was ist das denn? Da hat jemand ganz frech einen St. Pauli-Aufkleber auf unsere Biotonne geklebt. Das war doch aber einer, der uns kennt. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Meinst du? Ah, natürlich. Ich meine, da geht doch keiner durch die Gegend und Ja, aber der kommt doch. Also, wie spooky wäre das denn? obwohl bei uns kleben wirklich viele Aufkleber, auch so HSV und so. Und die beschmieren doch immer ganz gerne so diese Stromkästen und so. Ich glaube nicht, dass der uns kennt. Aber hat damit absolut meinen Humor getroffen. Fand ich super lustig. So ein bisschen schon, ja. Ja. So ein bisschen schon. René haut nochmal 5,99 Superchat in den Topf. Herzlichen Dank. Und er schreibt, Dankeschön. Moin, ich bin ein stiller Zuschauer, wollte aber mal einen Gruß da lassen. Vielen Dank für die super Streams. Herzlichen Dank, René. Dankeschön. Und ein Gruß geht raus an alle stillen Zuschauer. Das ist ja, glaube ich, die Masse. Ja. Die Menge der Zuschauer oder die meisten sind natürlich nicht aktiv im Chat, was auch absolut okay ist. Einfach Füße hoch, zurücklehnen und sich das Ganze von der Couch aus angucken. Ist ja jetzt nicht so das Allerschlechteste. Guck mal hier. Guck mal hier, der Ralf Peter schreibt, letzte Woche war ich das mit der
Ich kann da gerade nicht hingucken, Schatz, weil ich die Kamera habe. Du musst mir das einmal bitte vorlesen. Also auf jeden Fall war der Ralf Peter das wohl letztes Mal mit dem Licht. Ah, mit dem Blinklicht. Olight Betten 4. Ah, okay. Ja, das ist ja ordentlich Licht gemacht, ne? Richtige Attacke war das. Oh, falsche Taste. Der Dänemark-Fan schreibt, wo bleiben Paddys Pommes? Mit Senf. Aber weißt du, was mir auffällt? Wenn wir mal so Pommes holen, kommt ja auch mal vor, hast du dir noch nie Senf drauf gemacht? Weil wir nie Senf haben. Wir haben immer Senf. Also Ich liebe Pommes mit Senf. ich glaube, nachher muss ich ihm auch auf jeden Fall noch eine Portion holen, ne? Boah. Wäre schon nicht schlecht. Burnt Soul schreibt, guten Abend, ehemaliger Beifahrerkollege vom Druckverlust. Ja, den Rainer kann man auch immer sehr gut nebenbei sich so ein bisschen antun. Also habe ich auch oft abends so ein bisschen laufen. Aber der am Wochenende streamt der, glaube ich, meistens nicht. Nee, der hat ja frei, ne? Aber der hat auch ein Hardcore-Pensum immer. Von montags bis freitags. Orbital Lounge Mount schreibt, 2 der 6 Leinen hinten sind los. Okay, dann kann das nicht mehr so lange dauern. Guck, Fecker schreibt auch, Pommes mit Senf ist lecker. Gibt es auch überhaupt nichts dran auszusetzen. Also die Leinen gehen langsam los bei der AIDA Nova. Das heißt, bald geht's los. Ich fürchte, mit der blauen Stunde geht es sich nicht aus, bis die da rausgefahren ist. Das dauert noch einen Moment. Das Schlimme ist, jetzt haben wir wieder angefangen mit Essen. Jetzt dreht sich der ganze Chat wieder ums Essen. Es ist immer das Gleiche. Einmal essen und dann geht das los. Aber zum Essen hat auch jeder eine Meinung. Wollte ich gerade sagen. Da kann und jeder Essen mitreden. mag jeder auch gerne. Essen, Wetter. Frag mal Anja Hansen, was sie am allerliebsten mag. Essen. Ist halt so. Deshalb hat sie ja keinen Mann, weil sie niemanden findet, der sie satt machen kann. Genau. Da sind schon sehr viele gescheitert. Cookie fragt auch noch mal, ob das ein echter Raddampfer ist. Cookie, nein. Das Schaufelrad hinten ist nur Show. Aber wir haben noch die Queen und da ist das Schaufelrad tatsächlich Teil des Antriebs. Nicht alleine, hat noch weitere Antriebe, aber da arbeitet das Schaufelrad mit. Nur hier bei der Louisiana Star, da ist das Show. Bist du eigentlich da schon mal mitgefahren mit einem? Nee. Nee.
Danke für 2 Monate bei Twitch. Geht an Onkel Dankeschön. Tetter. Beatrix macht schon mal den Ton leiser. Besser ist das. Wo ist denn Brigitte? Ach, die steht direkt hinter uns. Heute fordern wir es heraus. War Tanja die beim jungen Captain gefragt hatte, warum er so gut riecht? Nee, das war Schwester Der Hansen. Hansen auf ihrem Loveboat. Ja. Anke Iwi sendet schöne Grüße und eine gute Reise an alle auf der Nova. Das schließen wir uns doch mal an. Absolut. Das ist doch richtig schön im Hafen. Ja. Brigitte. Ja, du, mach ruhig. Mach doch ruhig. Ich klopf mal an. Pilim, pilim. Herrlich. Kullerbürste, ganz lieben Dank für eine verschenkte Mitgliedschaft. Dankeschön. Ja, ich weiß. Ich kann ja... Ja, ist laut. Guck mal, es ist doch echt 1 Minute nach. Also die Leinen sind schon los von der AIDA, zumindest zum Großteil. Es sind ein paar Zuschauer an Bord, die uns hier auf dem Laufenden halten. Denn von dieser Position können wir die Leinen ja leider nicht sehen. Wie ihr sehen könnt, können wir sie nicht sehen. Und dann ist das natürlich toll, wenn man da eine Info bekommt. Denn dann weiß man wenigstens, dass es losgeht. Also geplant ist 18:30 Ich geh einmal pfeifen, wenn die Thorsten aus Hessen... das Du, schon mit- Feuer frei. Der Chat wartet schon. Ja, ich geh da in die Ecke pfeifen. Achtung, Typhon. Achtung, Brigitte. Typhon. Jetzt leiser drehen. Jetzt leiser. Da kommt schon ein Echo. Andreas hat aufgepasst, dass Beate von rechts kommt. Ganz lieben Dank. Ja, die nehmen wir doch mit. Auf jeden Fall. Beate. Von Beate haben wir letzte Woche das Horn bekommen. Das können wir gleich mal spielen. Okay. Falsches Horn zum Schiff. Ja, genau. Hab Oder umgekehrt. Die scheint aber nicht abzudrehen in Kühlbrand, oder? Ist doch schön, dann kommt ihr doch direkt hier Dann kommt sie vorbei. direkt vor unserer Nase lang. Und bis die AIDA Nova sich erstmal bewegt. Liegt die denn vielleicht vor deinem Fenster an? Oder wo fährt die hin? Morgen früh soll auch ein Dampfer direkt vor Deck 7 drehen. So ein 400-Meter-Teil. Das planst du doch auch schon in deinen Gehirnwindungen, oder? Ein Costco, 400 Meter, direkt vor Deck 7. Zum Kaffee. Kannst du ja einen Kaffee mitnehmen. Ich drehe mich dann noch mal um. Das sind so coole Bilder von da oben. Ja, das stimmt. Aber vielleicht komme ich auch mit, mal gucken.
Beifang hier heute gehabt, wie schön. Die Beate. Letzte Woche das Horn bekommen. Ich hau's euch noch mal raus. Wo ist es denn? Da. Kann natürlich sein, dass die jetzt da erstmal anlegen möchte. Wobei so groß ist Beate nicht und braucht ja auch nicht so lange. Also das. So besser. Danke für 5 Monate Prime Sub auf Twitch. Geht an den XXX Darkman. Dankeschön. Und Dankeschön. Thank you, Tony Roberts. 5 gifted memberships. Greetings to Washington. Das kannst auch nur du so sagen, ne? Thanks, Tony. Die Kullerbürste haut auch nochmal 10 Euro raus. Ganz, ganz lieben Dank, liebe Kullerbürste. Dankeschön. Ich muss noch mal kurz etwas an der Farbe drehen. So müsste es jetzt in etwa passen. Wir können ja mal gucken, ob die Nova schon in Bewegung ist oder ob die jetzt noch mal abwartet. Auf jeden Fall wird vorne schon fleißig geblinkt oder gewunken. Geblunken. Das ist eine Mischung zwischen Blinken und Winken. Ja, blunken ist blinken, winken. Ob die anderen Zuschauer, die da hinten so rumstehen, wo die Partygang ist, ob die wissen, was ihnen gleich blüht? Ja, das weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Das ist sozusagen der Überraschungseffekt. Also ihr meldet auch, die Nova ist unterwegs. Ja, Dankeschön. kommt sie mal hierher. Ja, ja. Das stört auch da nicht mit der Beate. Hatte ich gerade schon gesagt, Kullerbürste? Ja, ne? Hast du schon gesagt, Dankeschön, glaub ich. Kullerbürste, 10 Euro. Ein Grüße an Kullerkamm. Ja, Nilsi schreibt es. Zack, ist es dunkel. Schade, schade. Ein bisschen eher und wir hätten sie in einer blauen Stunde. Das war ja auch eigentlich der Plan. Kann ja keiner ahnen, dass es später wird. Obwohl, Aber sie ist in Hornlaune. Da haben wir nochmal die Louisiana Star und jetzt ist hier auch Fährenattacke. Leute, Leute, es geht schon wieder los.
Ja, Cola-Bürste findet geblunken auch super. Geblunken. Dankeschön nochmal für 2 Euro Superchat. Gleich wird geblunkt. Man muss sich das eigentlich mal alles so merken, was du schon so rausgehauen hast. Das ist echt Besser teilweise nicht. echt lustig gewesen. Besser nicht. Ja, bevor die Aida Nova jetzt kommt, nochmal ein Hinweis in eigener Sache. Nächsten Monat wird Kaffee teurer. Und der Fluxkompensator an der Seite ist jetzt auch eingeschaltet. Geblunken ist fast genauso wie abbebiegt. Hey, Parzi raidet rüber. Moin, mein Lieber. Kommt mit 27 Raidern hier auf Twitch. Willkommen im Hafen. Parzi, ich hoffe, ihr wart erfolgreich heute. Er war auf Testtour mit Eddie. Oh, Ja, das hört sich nach einer großen Nummer an. mit Bondage Basti. Ja. Brauchen wir bestimmt Guck auch. mal, wie die jetzt, aber hier, jetzt legt die Ja. sich hier aber richtig in die Kurve. Ja. Das ist die Louisiana Star. Es reicht jetzt, schreibt er. Bonding Basti gefällt ihm besser. Aber ich habe aus Bonding Basti Bondage Basti gemacht. Du, wenn du frech wärst, ne, du weißt ja, was dir passiert, ne? Was denn? Dann blockiert er dich überall. Das macht er nicht. Das traut er sich nicht. Also ihr merkt, wenn die einmal in Fahrt ist, dann geht hier richtig die Post ab. Das genießen wir jetzt mal. Ah, Parzi fährt nach Hause. Okay, ja, der hört wahrscheinlich nicht mehr zu. Gleich nochmal richtig ein Horn hätte ich hier gerne. Basti droht, wenn die Lichter ausgehen, sieht er das ja. Bondage Basti kann leider den ganzen Stream abdrehen. Er hat Deswegen die Macht. sage ich ja, sei nett. Er hat die Möglichkeit, den ganzen Stream kaputt zu machen. Hey, und da kommt nochmal eine Mitgliedschaft. Nochmal grüne Welle von DJ Sven Kinder. Dankeschön. Dankeschön. Ja, ein Duden Paddy Deutsch. Deutsch Paddy.
Ach, so viel war das ja auch noch nicht. Guck mal. Ah, das ist aber auch schon ein schöner Winkel hier, oder? Guck mal, wie das Auge da so Ich freue mich, dass rauskommt. wir mal wieder hier stehen. Das ist dann doch noch mal etwas anders als von Deck 7. Sieht so cool aus mit dem Auge gerade. Ja, mag ich auch. Komm, das ist toll, oder? Total. Foto ist schon gemacht. Aber ich mache gleich noch eins. Also ich sage lieber jetzt schon mal Bescheid, es könnte gleich laut werden. Wenn Brigittes Kind kommt. Bring da Justin. Na, Ben. Na? Moin. Moin. Hallo. Alles gut bei dir? Heute frei? Ja. Nee, ich kam gerade von der Schicht. Von Claudi. Ach, wie schön. Soll schöne Grüße ausrichten. Dankeschön. Dankeschön. Naja, Ja, mein Fahrradträger auf die Barkasse Kutahelas. Bär75, danke dir für 3 Monate auf Twitch. Danke für deinen Prime-Sub und für ordentlich Senf auf den Pommes. Ordentlich Senf auf den Pommes, genau. Aber Pilz seid ihr beide. jetzt geht gleich die Party los. Da werden schon die Flaggen geschwungen. Ja, da werden Flaggen gesprochen. Meine ist hier im Rucksack. Bringt nichts. Zu dunkel. Sieht man nicht. Nee, ist dunkel. Justin hat gesagt, Du brauchst eine man- beleuchtete Flagge. Ja, Du brauchst so ein Leuchtschild. Ja, genau, so eine aufrollbare LED-Wand brauchst du, die du programmieren kannst mit Grüßen von deinem Handy aus. Genau das brauchst du, Brigitte. oh, dann macht er mich jetzt aber sprachlos. Echt. Oder? Die Idee hatten wir mit dir das auch schon. Du weißt ja, der Chat hört alles mit, ne? Du weißt, was hier wieder bald ankommt für Brigitte. Ich finde, dass wir an eine Elas-Barkasse erstmal Hamburg-Hafen Live-Werbung kriegen. In einer Nacht- und Nebelaktion. Damit es nicht auffällt, machen wir unser Logo auch grün. Oh, oh, schnell. Schnell Foto. Die braucht doch nicht 20 Minuten. Eine Stunde braucht die doch nicht. Einfach majestisch. Ja, jawohl. Ja, komm, jetzt gib noch mal einen. Geh mal pfeifen. Das Echo. Das Echo ist der. Ja, es kommt da. Kommt jetzt du. Wie krass das Echo. Oh, jetzt kommt hier ein Schiff mit Titanic-Musik. Wer ist das? Meine habe ich? Nicht. Das ist auch makaber, ne?
Fluggesellschaft kommt auch rüber mit 113 Raidern. Schön, dass ihr da seid. Mensch, vom Hafen oder vom Flughafen zum Hafen. Guck mal. Unfassbar! Sag ich doch, komplette Eskalation. Ja, guten Hunger. Tschüss. 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 Unfassbar. Ich weiß ja nicht, ob ihr das so alles hören konntet. Ich hoffe, ihr habt so ein bisschen was davon mitbekommen. Boah, aber guck dir mal bitte das an, so von der Beleuchtung, ja? Das ist schon cool. Das ist schon echt Ja. cool. Ja, da wisst ihr, was euch erwartet dann. Ne? Ja. Also wenn ihr das nächste Mal dann auf Kreuzfahrt seid, wisst ihr, die Choreografie könnt ihr schon mal üben. Ist Torf noch da? Gerade gegangen? Das war echt. Das ist wirklich totale Eskalation. Aber ich finde es ja klasse. Der Erhard hatte 2,49 Superchat rausgehauen für Dankeschön. einen Mega-Pfiff von Brigitte. Erhard, ich meine, das wäre vorhin auch genau zur rechten Zeit gekommen. Danke dir vielmals. Aber du kannst das ja auch schon mal üben, ne? Die Choreo. Ja. Danke für 11 Monate geht an den Kugelblitz. Vielen, vielen Dank. Und 3 Monate ist der Andrew dabei. Danke, danke, danke. Manuela Wasmann schickt auch nochmal 2 Euro. Superchat, danke dir. Und die Walburga feiert 16-monatiges. Dankeschön. Dankeschön. Nee, Vanessa. Florian, ich bin gleich da. Tschüss.
Da fährt sie dahin. Unser DJ Sven verschenkt nochmal eine Mitgliedschaft. Sven, Dankeschön. ganz lieben Dank an dich. Ganz, ganz lieben Dank. Ja, heute Abend ist noch einiges an Containerschiffen in der Pipeline. Also so um circa 21 Uhr müsste das losgehen mit den Aufkommern. Tschüss. Die hauen auch alle sofort ab, wenn die AIDA weg ist. Sofort hauen die ab. Hallo, ich bin seit heute Morgen um 5 schon unterwegs. Fluchtartig. Fluchtartig verschwinden sie alle. Tschüss. Also ich will mal gucken, ob ich nachher noch einen Stream mache. Ich müsste noch mal umziehen und eventuell oben von der Elbchaussee mit dem Blick von oben auf den Hafen. Aber das gucke ich gleich mal. Aber ich meine, Samstagabend, es regnet nicht. Aber du fährst nach Hause, du musst auch zu den Hunden. Ja, Tanja muss zu den das Hunden. ist für mich zu lange. Ja. Die haut richtig raus. Die haut richtig raus. Ja. Aber du kannst ja gleich mal zur Lust auf Italien gehen und dir eine Portion Pommes mit Senf bestellen. Oh, ich könnte natürlich gleich noch bei Lust auf Italien Was Kleines essen. was Kleines essen, schönes Stößchen nehmen. Ja, aber dann bleibe ich noch ein halbes Stündchen. Ja, die Nora war heute sehr hornfreudig. Schnulli schreibt, sie war heute horny. Das war dann ein schöner Abend, würde ich Das sagen. fand ich oder? jetzt aber auch toll. Also das hat mir auch gut gefallen. Meinst du, dass die auch alle kommen, wenn du fährst? Aber du fährst irgendwie am Donnerstag, ne? In der Woche. Ja, müssen alle kommen. Nützt nichts. Also auf jeden Fall möchte ich dann hier das Verabschiedungskomitee haben mit Zicke, Zacke, Zicke, Zacke. Oh Gott. Also das muss mindestens sein, würde ich sagen, oder? Ups. Ups. Ja, komm, dann machen wir das mal hier. Dann fangen wir mal an, schon Tschüss zu sagen so langsam, denn vielleicht gibt es ja nachher noch einen Nachschlag. Genau. Also ich muss mir Das das mal wär doch angucken, ich was. muss gleich mal gucken, wo die Schiffe sich alle so rumtreiben. Aber als ich heute Mittag geguckt habe, sah das so aus, als wenn das irgendwie so um 21:30 Uhr losgeht. Da ist noch ein Autotransporter dabei, die Ever Art geht nachher noch raus, Istanbul Express geht, glaube ich, raus. Dann geht noch ein altes Hamburg-Südschiff raus. Wie cool. Und wann sagst du, um wie viel Uhr? Ja, es muss sich alles so um 21 Uhr, 21:30 Uhr muss das so losgehen ungefähr. Das muss ich mir jetzt gleich mal genau anschauen. Auf jeden Fall war das schon mal ein schöner Auftakt. Auf Einen jeden geilen Fall. Samstagabend. Vielen Dank, dass ihr alle wieder so zahlreich dabei wart, dass ihr mit uns gefeiert habt. Ja, und heute geht der Dank, glaube ich, hier an die, an die Party-Crew, die für viel, viel Spaß gesorgt haben. Ja, und wer doch mal die AIDA sehen will, sonst vielleicht auch noch mal Genau. bei Dennis gucken. Appcam immer circa so 1,5 Stunden Ja. Verzögerung. Ne? Könnt ihr da noch mal rübergehen und da noch mal schauen. Ja, vielen Dank natürlich auch, dass ihr den Kanal wieder so wahnsinnig unterstützt habt mit ganz, ganz vielen Spenden, Mitgliedschaften, mit Subs und mit Bits. Und ich sehe gerade, hier kommt noch was rein. Guck mal, der Sven haut noch mal 20 € raus für Pommes und Senf. Also 20 € eine Portion Pommes ist aber Die sind ja mit Trüffeln dann höchstwahrscheinlich und Goldstaub. mit Gold überzogen. So wie hier die Steaks von diesem, wie heißt der? Der hier, Nusrel, Der immer der das Salz hat so den rausstreuen. komischen Arm hat. Ja. Also wie gesagt, wir gucken mal. Könnte sein, dass es nachher noch einen Stream gibt. Das schaue ich mir jetzt an. Erstmal vielen, vielen Dank. Und dann würde ich sagen, Bis später. Oder bis morgen früh vielleicht. oder vielleicht bis morgen früh oder bis später. Oder beides. Oder beides. Tschüss. Tschüss.